Servus und Hallo von der Eurobike 2024. Ich stehe hier zusammen mit dem Christoph von MRC Trading. Und was haben wir in der Hand, Christopher? Ich halte mich hier an was ziemlich nettem, dämpfendem fest. Das sind die neuen Pidis-Griffe, richtig? Richtig. Hallo, liebe MTB News Community. Wie jedes Jahr haben wir ein paar Neuigkeiten für euch. Natürlich auch wieder von der Marke Pidis. Ja, Pidis hat jetzt auch Griffe im Programm. Die Pidis Monarch Grips hat somit sein Produktportfolio erweitert. Letztes Jahr haben wir euch den Trail Tool Wrap vorgestellt. Dieses Jahr die neuen Griffe. Wir haben zwei Modelle, den Race Control, den Knurl Race Control und den Mushroom Trail Comfort Griff. Einer ist ein bisschen weicher, einer ist ein bisschen härter. Beide verfügen über einige Features, über die wir zwei uns jetzt unterhalten. Okay, was ich auf jeden Fall schon merke, er ist sehr komfortabel. Ich habe hier den Mushroom Trail Comfort. Den gibt es ja auch in zwei Dicken, nicht wahr? Also wir haben irgendwie einmal 32, einmal 34 mm. Genau. Also für große Hände, wie ich sie habe, auch den passenden Griff. Hier ist natürlich das Mushroom-Design erstmal das Erste, was einem ins Auge steht. Genau. Ne? Das ist im Endeffekt für ein bisschen mehr Komfort gedacht. Richtig, ist für mehr Komfort gedacht. Auf jeden Fall mehr Komfort als der Race-Griff. Der hat eher so dieses Diamantprofil im Gegensatz zum Mushroom. Beide Griffe, wie gesagt, in dick und dünn. Es gibt auch Leute, die sagen, sie fahren den dicken ohne Handschuhe und den dünnen mit Handschuhe. Also da gibt es Vorlieben. Ja. In alle Richtungen. Was allerdings beide Griffe haben, ist, beide haben ein Tapered Core und beziehungsweise haben sie einen Offset Core. Also du hast zu deiner Handfläche hin mehr Material als auf der Rückseite des Griffs. Einfach für ein bisschen mehr Dämpfung. Mehr Dämpfung und du hast gleichzeitig noch ein Offset von außen nach innen. Für die Ergonomie. Genau, für die Ergonomie, dass die Hand schön aufsitzt. Genau. Okay, cool. Der Griff kommt in 5 Farben, kommt mit schwarzen Lockrings und du kannst aber alle möglichen Farben an Lockringen nachrüsten. Also für die Customizer unter euch, ihr könnt in allen möglichen Farben hier die ganzen Lockringe ordern, denke ich mal bei euch, richtig, oder? Genau. Die können wir auch noch mal einblenden im Video, dass ihr das mal alles gesehen habt. Aber du hast gesagt, es kommen auch noch mehr Farben. Das sind jetzt mal die ersten 5 Farben, aber wie man es ja kennt, die Leute mögen es bunt, mögen Farbverläufe, was auch immer. Also das sind mal die ersten 5 Farben, mit denen wir starten. Mehr wird noch nicht verraten. Aber das erste Feedback, die Griffe gibt es jetzt seit 3 Wochen auf dem Markt. Sehr gutes Feedback von den Kunden schon bekommen. Auch wichtig wahrscheinlich für unsere Zuschauer, wo liegen wir denn preistechnisch mit den Griffen? Wir liegen bei 29,99. Das ist fair. Christopher, wie kommt es eigentlich dazu, dass Pidis jetzt auch Griffe macht? Ja, im Endeffekt, Pidis ist immer auf der Suche nach innovativen Produkten. Die Jungs um Steve Piet haben jetzt ca. 2 Jahre an den Griffen entwickelt, haben auch unterschiedlichste Formen, unterschiedlichste Mischungen auch ausprobiert, sind jetzt bei einem sogenannten 20A Compound gelandet. Das war für sie der beste Mix aus Haltbarkeit und Komfort. Ja. Weil du willst ja auch nicht, dass, wenn du mal ohne Handschuhe fährst, dass dir im Sommer der Griff in den Händen zerfließt, was es ja auch teilweise schon gegeben hat. Oder du wunde Hände bekommst, das kennt man auch von so manchen Griffherstellern. Genau. Apropos wunde Hände, ihr wisst vielleicht, gerade auf der Rückseite des Griffs hat der Daumen hier als einziger... Ich kann hier auch gleich das Problem zeigen. Genau. Mitch hat direkt das Problem mitgebracht, hat er sich wund gefahren mit dem Griff, mit einem anderen Griff. Mit einem anderen Griff, ja. Mit einem anderen Griff, logisch. Wie soll es auch anders sein? Okay, wir haben hier hinten am Daumen nochmal auf den Pidis-Griffen, auf beiden Modellen, egal ob jetzt Knurl oder Mushroom, das sogenannte Thumb Pad. Und das ist in dem Fall nicht als Mushroom-Form, sondern als Zigzag, also eine Überkreuzform, weil die mehr Komfort und mehr Halt bietet. Also die hat ein bisschen mehr Widerstand gegenüber der Verformung. Ja, okay. Und um das Ganze jetzt abzurunden, wenn du auf die Unterseite des Griffs schaust, da hast du wiederum die Enden der Finger werden super festgehalten. Ja, Rillen, du hast einfach ein anderes Muster sind die sogenannten High Grip Finger Bars, wieder mal eingedeutscht. Ja. Alles klar. Die ganzen Features sind halt nur auf Englisch verfügbar. Das ist aber vollkommen okay. Ja, Christopher, dann erstmal danke für den ersten Einblick zu den neuen Pidis-Griffen. Du hast aber noch ein bisschen mehr in petto. Dafür wechseln wir aber den Stand und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, von Pidis Griffen rüber zu Galfer Bremsen bzw. Bremsscheiben. Richtig. Christopher, was gibt es denn hier Neues? Ja, Galfer, auch eine unserer starken Marken neben Pidis. Viele eurer Zuschauer wissen ja, Galfer, starke Marke aus Barcelona, hat dort Entwicklung, Produktion. Kleiner Querverweis auf den Hausbesuch, den wir auch mit euch Den verlinken wir im Artikel. Bei euch gemacht haben. Ja, was gibt's Neues? Galfer hat letztes Jahr die Shark-Scheibe released. Dieses Jahr kommt die Shark-Scheibe auch mit integriertem Centerlock. Können wir im Endeffekt sagen, wir können jetzt auch mit der Shark-Scheibe alle Standards abdecken. Auch alle Shimano-Kunden sind damit zufriedengestellt. Außerdem gibt es neue Centerlock-Scheiben für den Road-Bereich.
und es sind noch einige andere Sachen in Planung. Ja, es gibt ja noch was ganz Neues von Galfa. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Es ist so spruchreif, dass wir es euch hier heute mal abfilmen lassen. Wir zeigen es euch, aber wann denkst du, kommt dieses noch nicht ganz spruchreife Thema auf den Markt? Ja, Anfang nächsten Jahres. Jetzt sind wir hier bei den Neuigkeiten für 2024 und 2025. Christopher, was ich schon mal sehe, sind Maven-Bremsbeläge. Genau. Wann kommen die? Maven-Bremsbeläge kommen in den nächsten Wochen. Sehr beliebte Bremse. Da will natürlich Galfa auch mit seinen eigenen Belägen kommen. Meinst du, die macht die Maven noch stärker? Natürlich ein ganz klares Ja. Okay, das wird wild. Was haben wir sonst? Wir haben die Road, die zweiteilige Road-Bremsscheibe. Genau, wir haben hier eine zweiteilige Road-Bremsscheibe, die auch in der Entwicklung soweit abgeschlossen ist. Die kommt im Herbst raus, in verschiedenen Größen, aber zweiteilig Centerlock. Dementsprechend, das ist dann das nächste, was auf den Markt kommt, und für nächstes Jahr die eigene Bremse. Ja, die sieht auf jeden Fall ziemlich tech und ziemlich schick aus. Wir haben ja kurz schon mal drüber gesprochen. Es ist eine Bremse für den Trailbereich. Und wird wahrscheinlich auch ordentlich Bums haben. Vierkolbenbremse. Vierkolbenbremse. Wir arbeiten mit Hydrauliköl, beziehungsweise es wird mit Bionol momentan ausprobiert. Bionol, wisst ihr ja auch, ist eine Bremsflüssigkeit, die sehr druckstabil ist und wirklich einen sehr guten Druckpunkt bietet. Zwei Features, die ich kurz erwähnen will, ohne auf alle Details jetzt einzugehen. Der Ausgleichsbehälter ist sehr nah um den Lenker rumgerappt, sagen wir mal eingedeutscht wieder. Also der ist sehr nah am Lenker dran und du hast Motocross üblich den Hebel, der auch mal nach außen wegklappen kann. Ah, praktisch. Ja, Genau. mega. Ich denke mal, Über interne Details werde ich jetzt nichts weiter verraten können. Die haben einige kleine Hints noch mir schon verraten, woran sie arbeiten. Aber dazu dann mehr, wenn die Bremse marktreif ist. kannst du noch nichts zu sagen. Weißt du denn schon, welchem Quartal die Bremse kommt? Ich tippe jetzt mal Quartal 2, 25. Okay, dann sind wir gespannt. Aber das ist wie Lotto spielen, ne? Alles Weitere zu den Bremsscheiben, zu den Griffen, findet ihr natürlich in unserem ausführlichen Artikel dazu. Wenn euch das Video mit mir und Christopher gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da und natürlich ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei dir, Christopher. Gerne. Und bei euch natürlich auch. Bis dahin. Vielen Dank, bis zum nächsten Jahr. Macht's gut.